Bethlehem, Palästina, eine Stadt, über die jedes Jahr zur Weihnachtszeit gesungen wird, liegt im Westjordan. Ich kann euch nicht die ganze Geschichte erklären, aber trotzdem zeige ich euch ganz kurz, wie die geografische Lage in Palästina momentan ist. Das ist die Karte von Palästina. Im Orange die Gebiete, die von Palästina selber kontrolliert werden, und im Blau und Braun die Gebiete, die Israel in Palästina besetzt. Palästina ist verteilt in zwei Gebiete, einmal Gaza und der Westjordan. Bethlehem liegt südlich von Jerusalem und wird von Palästina selber kontrolliert. Ihr könnt schon mal auf unseren YouTube-Kanal abonnieren, denn ich reise nach alle 197 Länder der Welt. Und Palästina ist schon wieder das 24. Land, das ich besuchen werde. Wir fahren per Bus nach Bethlehem und laufen vom Hotel aus Richtung Damaskustor. So, wir sind schon im Bus, geht ganz schnell. Also vom Damaskus geht, muss man starten. Da gibt es die Buslinie 231 und die fährt Richtung Bethlehem. Es gibt auch die 234, aber die fährt nur bis zum Checkpoint. Und man muss immer ihren Passport mitnehmen. Also Passport muss man immer mitnehmen, weil man geht ja quasi aus dem Land raus. Und Peter holt jetzt die Tickets. Um 5 Tickets mal schauen, wie viel das kostet. Die Busfahrt kostet 5 Nis und das sind umgerechnet 1,50 Euro. Unterwegs bekommen wir schon die ersten Eindrücke und wissen überhaupt nicht, ob wir noch an einem Checkpoint kontrolliert werden. So, wir sind in Bethlehem angekommen, sofort Chaos. Wir haben keinen Checkpoint gesehen bis jetzt, also keine Ahnung, vielleicht, dass es heute nicht so ist. Oder wir müssen noch irgendwo durchlaufen. Ich weiß nicht, wir probieren jetzt erstmal in die Stadt, in die Altstadt zu laufen. Das ist gar nicht mehr so weit. Ja. Bethlehem oder Beit-Lechem bedeutet auf Hebräisch Haus des Brotes und hat 32.000 Einwohnern. In der Weihnachtszeit pilgern Christen aus aller Welt zur Geburtskirche, um den Ort zu sehen, an dem Jesus geboren wurde. So, in Bethlehem muss man erst richtig ankommen, weil es ist chaotisch. Wir haben gerade was entdeckt, Starbucks in Bethlehem. Ob das jetzt richtiges Starbucks ist, ich weiß nicht. Hier steht Star Bay Coffee, aber ich habe einen arabischen Kaffee bestellt. Dahinter ist die Kirche, wo Jesus Christus geboren ist. Das werden wir als erstes besuchen und dann noch ein paar andere Sehenswürdigkeiten drumherum. Und der Inhaber hier hat uns angeboten, um eine kleine Tour zu geben Richtung die Mauer, die die Israelier gebaut haben. Werden wir vielleicht auch noch machen, aber erstmal den Kaffee genießen. Im Gespräch mit dem Besitzer erfuhren wir, dass hier sogar Peter Maffay Kaffee getrunken hat. Kaffee getrunken und jetzt haben wir unser Tourguide mitgenommen. Ein bisschen natürlich was bezahlt, aber macht ja gar nichts. Wir kommen, hat er gesagt, schneller rein. Wir brauchen nicht 2 Stunden zu warten, also perfekt für uns. Na, mal schauen, was es bringt. Die Geburtskirche ist nach der Höhle benannt, um die herum die Kirche gebaut wurde. Diese Höhle ist bei Christen als Geburtsort von Jesus bekannt und der älteste Ort der christlichen Anbetung. Die Verwaltung des Kirchengebäudes wird gemeinsam von der römisch-katholischen Kirche, der griechisch-orthodoxen Kirche und der armenisch-apostolischen Kirche wahrgenommen. Alle 3 haben eine Mönchgemeinschaft. Infolgedessen kommt es jedoch regelmäßig zu Zwischenfällen zwischen den verschiedenen Mönchen. Am 28. Dezember 2011 stießen griechisch-orthodoxe Mönche in der Basilika mit Armenier zusammen. Wir haben VIP und wir werden jetzt zu der Stelle gehen, wo Jesus Christus geboren ist. Und wir müssen runter. Die Höhle ist Teil eines Höhlennetzes, das von der angrenzenden Katharinenkirche aus zugänglich ist. Die Höhle hat eine Nische, von der angenommen wird, dass sie der genaue Ort ist, an dem Jesus geboren wurde. Es ist gekennzeichnet durch den Altar der Geburt Christi und einen 14-zackigen silbernen Stern mit der lateinischen Inschrift, die übersetzt: Hier wurde Jesus Christus von der Jungfrau Maria geboren. So, ja, das war die Tour. Wir
Wir waren ganz kurz an der Geburtsstelle, man muss echt schnell weiter, sind alle am Meckern. Aber wir haben Glück gehabt, dass wir echt eigentlich beim Ausgang rein, ja wie eigentlich beim Europapark, wo wir auch immer VIP haben und reingehen, wo der Ausgang ist. War super, sehr interessant. Und jetzt gehen wir erstmal wieder einen Kaffee trinken und dann wollen wir ja, zu der Mauer, weil hier gibt es ja eine Mauer, da wollen wir jetzt hin, da gibt es verschiedene Zeichnungen von Banksy und sehr interessant alles. So, wir sitzen jetzt im Auto und ich muss ganz ehrlich sagen, Wenig Platz. wenig Platz. Und da. Foto. Oh, ja. Das hier ist eine sehr berühmte ja, Kunstwerk von Banksy. Und was es genau bedeutet, ich glaube, es hat auf jeden Fall mit Frieden zu tun. Die Israel-Mauer ist in 2002 von Israel gebaut worden und besteht aus 10 Meter hohen Betonmauern, Türmen und Kontrollpunkten, Straßen, Zäunen und Stacheldraht. Der britische Künstler Banksy sowie Jugendgruppen und Pilger bringen mit Graffiti und Wandmalereien auf kreative Weise ihren Protest gegen die Trennmauer zum Ausdruck. So, wir laufen jetzt an die Mauer vorbei und unser Tourguide hat gerade echt eine heavy Sache gezeigt. Also gestern waren hier Demonstrationen und gerade wieder auch, da wurde wieder was abgefeuert. Das ist mega heavy, also hat gerade auch Bilder gezeigt, das, wo Leute arrestiert wurden ja, und Rauchbomben geschmissen wurden. Das ist alles sehr heavy. So, das war eigentlich ganz easy, ein Checkpoint. Am Anfang ist es ein bisschen spannend, aber es war total easy. Jetzt werden wir den Bus nehmen Richtung Jerusalem. 2, 3, 4. Das ist die Linie. Wir kehren zurück nach Jerusalem, wo wir abends noch ein bisschen die Stadt anschauen werden und der wichtigste Markt von Jerusalem besuchen. Wir sind jetzt im anderen Stadtteil von Jerusalem, mehr im Westen. Und da gibt es einen Markt, da werden wir jetzt hinlaufen. Der Markt liegt direkt neben Jaffa Street und ungefähr 1,9 Kilometer vom Jaffa-Tor entfernt, der Haupteingang zur Altstadt von Jerusalem. So, wir suchen noch immer ein Restaurant, aber wir sind jetzt auf dem Hadar Yehuda Market. Und das ist ein bekannter Markt hier in Jerusalem. Muss man unbedingt gesehen haben. Riesengroß, aber wir suchen ja nichts auf dem Markt. Wir suchen ja Essen. Und Peter will unbedingt was Israelisches essen. Und das Witzige ist, wir sehen nichts hier in Israel. Der Mahane Yehuda Market ist mit wöchentlich 200.000 Besuchern der größte Markt von Israel. Der Markt ist teils überdacht, teils ein Open-Air-Markt. Im Markt befinden sich sehr viele Cafés, Bars und Restaurants. Und das ist genau, was wir suchen. Wir sind jetzt gerade im Restaurant Ishtabar und hier bekommt man, ich will den Namen wieder vergessen, Shaburak. Und das ist ein Brot und in das Brot kann man eine Fleischart aussuchen. Also ich habe jetzt für Hähnchen entschieden, aber man kann auch Kebab machen oder Brisket und dazu kann man irgendwie Pommes dazu wählen ohne Salat. Ich habe es noch nie gegessen und lasse mich heute überraschen. Also das ist jetzt ein Shaburak irgendwie Chicken. Wie man sieht, Brötchen mit Hähnchenfleisch. Das ist ein bisschen warm. Aber lecker. So, und dazu bekommt man Soßen. Peter, welche Soßen sind das? Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, was für Soßen das alles sind. Wir werden es sehen und schmecken. So, wir laufen jetzt Richtung Apartment und ich muss sagen, es war ein sehr beeindruckender Tag. Wir waren natürlich in Bethlehem in Palästina, es war echt sehr beeindruckend. Ja, morgen geht's weiter, da werden wir Richtung Tel Aviv fahren und die Jungs, die fahren dann nach Hause, die fliegen nach Hause. Morgen noch einen Tag da, aber dann geht's nach Hause. Aber wir bleiben noch ein bisschen, also ich und noch jemanden. Das seht ihr alles im nächsten Video. Schön abonnieren, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Hallo, mein Name ist René Usinus von den Cappuccinos und wenn du unsere Videos cool findest, dann abonniert auf unserem Kanal. Ich werde nämlich alle Länder der Welt bereisen.